Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Nummer 1. Guten Tag, Herr Meier. Hier ist Frau Nowak vom Friseursalon Haargenau. Ich wollte Ihnen nur kurz Bescheid geben, dass Ihr Termin morgen um 15 Uhr leider nicht stattfinden kann. Unsere Friseurin Frau Schulze muss morgen ganz dringend einen privaten Termin wahrnehmen und kann deshalb nicht im Salon sein. Sie hat aber extra heute ihren Zeitplan geändert, damit sie noch vor unserem Betriebsurlaub frisieren kann. Deshalb könnten Sie heute nach 15 Uhr zu uns kommen. Bitte rufen Sie mich bis spätestens 13 Uhr zurück und sagen mir Bescheid, ob Ihnen das passt. Wenn es gar nicht geht, versuchen wir natürlich einen neuen Termin zu finden, aber bitte bedenken Sie, dass wir die ganze nächste Woche geschlossen haben. Vielen Dank für Ihr Verständnis und bis hoffentlich später. Nummer 2. Willkommen bei Superversand. Vielen Dank, dass Sie bei uns bestellt haben. Im Moment gibt es leider bei einigen Paketen Verspätungen, weil unser Lager umgebaut wird. Bitte haben Sie etwas Geduld. Falls Ihre Lieferung bis Montagabend nicht ankommt, schreiben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer an kundenservice@superversand.de. Unsere Mitarbeiter kümmern sich dann sofort darum, dass Ihr Paket schnell ankommt. Unsere Hotline ist im Moment sehr stark belegt, deshalb können wir am Telefon leider nicht sofort helfen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen schönen Tag. Nummer 3. Liebe Gäste, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Im Café wurde heute Vormittag eine Damenhandtasche gefunden. Sie lag auf einem Stuhl in der hinteren Ecke. Ein Gast hat sie unserem Kellner übergeben, der sie dann sofort an der Theke im Eingangsbereich abgegeben hat. Sollten Sie Ihre Tasche vermissen, melden Sie sich bitte direkt beim Kellner, damit wir prüfen können, ob es sich um Ihre Tasche handelt. Sollte sich die Besitzerin nicht melden, geben wir die Tasche am nächsten Tag ins Fundbüro weiter. Wir möchten sicherstellen, dass sie nur an die rechtmäßige Besitzerin ausgehändigt wird. Vielen Dank, dass Sie uns helfen, verlorene Dinge schnell wieder zu finden. Nummer 4. Liebe Eltern, hier spricht Frau Schneider, die Klassenlehrerin der dritten A. Ich möchte Sie kurz informieren, dass unser geplanter Ausflug in den Zoo am Freitag wie vorgesehen stattfinden wird. Die Kinder freuen sich schon sehr darauf. Bitte denken Sie daran, das unterschriebene Formular bis spätestens Freitagmorgen Ihrem Kind mitzugeben. Einen Beitrag für die Eintrittskarten müssen Sie diesmal nicht bezahlen, da die Kosten von der Schule übernommen werden. Die Kinder werden wie immer zur gewohnten Zeit abgeholt. Sollten Sie Fragen haben oder Ihr Kind an diesem Tag nicht teilnehmen können, informieren Sie mich bitte rechtzeitig, damit wir alles gut organisieren können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ende von Teil 1. Teil 2.
Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Achtung, hier ist Ihre aktuelle Verkehrsmeldung für den Feierabendverkehr. Auf der B15 Richtung Norden müssen Autofahrer heute viel Geduld mitbringen. Zwischen der Ausfahrt Süd und der Stadtgrenze staut es sich derzeit auf über 8 Kilometer. Grund sind Bauarbeiten an einer Brücke, die noch bis nächste Woche dauern. Bitte nutzen Sie die ausgeschilderte Umleitung über die B3, um den Bereich großräumig zu umfahren. Auf der A8 Richtung München läuft der Verkehr nach dem Unfall von heute Vormittag wieder flüssig. Nur bei der Anschlussstelle West kommt es noch zu leichten Verzögerungen. Auf der A3 Richtung Passau gibt es aktuell keine besonderen Behinderungen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut ans Ziel. Nummer 6. Hier der ausführliche Wetterbericht für Ihr Wochenende. Am Freitag sorgt ein Tiefdruckgebiet aus Westen noch für wechselhaftes Wetter mit Regen und kühleren Temperaturen um 15 Grad. Doch schon am Samstagmorgen lockert die Wolkendecke langsam auf und die Sonne zeigt sich immer häufiger. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 22 Grad. Am Sonntag erreicht uns dann warme Luft aus dem Süden, sodass es noch freundlicher wird. Vielerorts sind bis zu 27 Grad möglich. Ein perfektes Wochenende also für einen Ausflug ins Grüne oder einen gemütlichen Tag im Garten. Die nächsten Regentage kommen erst Mitte der nächsten Woche. Nummer 7. Möchten Sie fit in den Frühling starten? Dann besuchen Sie unser modernes Fitnessstudio Vitalpunkt im Stadtzentrum. Noch bis Ende dieser Woche bieten wir allen Neukunden ein ganz persönliches Probetraining mit einem unserer Trainer kostenlos an. Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, unsere ausgebildeten Trainer stellen gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Programm zusammen. Nach dem Training können Sie sich in unserem kleinen Bistro an der Bar erfrischen. Getränke gibt es hier zu fairen Preisen. Außerdem können Sie sich schon einmal für unsere neuen Kurse anmelden, die ab nächsten Monat starten. Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und kommen Sie vorbei. Nummer 8. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie schon Pläne? Wenn nicht, hätten wir ein paar Ideen für Sie. Am Samstag findet im Stadtzentrum das große Straßenfest statt. Mit Live-Musik auf 2 Bühnen, internationalen Foodtrucks und einem Flohmarkt für die ganze Familie. Außerdem öffnet die Kunstausstellung Bilder der Zukunft in der alten Fabrikhalle ihre Tore. Dort können Sie zeitgenössische Werke junger Künstler bestaunen. Für Sportfans gibt es am Sonntagmorgen den Stadtlauf, der durch den Schlosspark führt. Anmeldungen sind noch bis Freitag möglich. Alle weiteren Infos finden Sie auch auf unserer Website. Viel Spaß beim Planen
Nummer 9. Und hier noch unsere Tipps für Ihren Samstagabend. Wer Lust auf einen spannenden Film hat, kann um 20 Uhr ins Kino Luna gehen. Dort läuft der neue Kriminalfilm Im Schatten der Stadt. Im Theater am Markt erwartet Sie ab 19:30 Uhr die Komödie Chaos in der Familie. Ein lustiges Stück über 3 Generationen unter einem Dach. Und wer lieber feiern möchte, kann ab 22 Uhr im Club Rhythmus zu aktuellen Hits tanzen. DJ Alex sorgt für gute Stimmung bis in den Morgen. Wir wünschen einen schönen Abend. Ende von Teil 2. Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort, A, B oder C, am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Nummer 10 und 11. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, danke. Ich schaue mich nur ein bisschen um. Naja, ich bin gerade erst in eine neue Wohnung gezogen. Deshalb brauche ich noch ein paar Sachen fürs Arbeitszimmer. Ach so, Sie richten Ihr Büro neu ein? Genau. Bisher habe ich nur einen alten kleinen Tisch, der wackelt. Jetzt möchte ich endlich einen richtigen Schreibtisch. Vielleicht auch gleich einen passenden Stuhl. Da sind Sie bei uns richtig. Haben Sie schon eine Vorstellung, wie groß der Schreibtisch sein soll? Nicht zu groß. Mein Arbeitszimmer ist eher klein und ich möchte noch Platz für ein Regal haben. So 1,20 Meter breit wäre ideal. Soll er eine bestimmte Farbe haben? Ja, hell wäre gut. Weiß oder hellgrau, das macht den Raum freundlicher. Und er muss stabil sein, weil ich fast den ganzen Tag am Laptop arbeite. Klar. Und brauchen Sie Schubladen? Unbedingt. 2 oder 3. Am besten rechts, damit ich Stifte und Zettel verstauen kann. Okay. Und beim Stuhl? Lieber Leder oder Stoff? Stoff ist mir eigentlich lieber. Ich finde, das fühlt sich bequemer an, vor allem im Sommer. Verstehe. Und bei der Farbe? Beim Stuhl ist mir die Farbe nicht so wichtig. Hauptsache, er hat eine gute Rückenlehne. Ich habe schon genug Rückenschmerzen vom alten Stuhl. Das kann ich nachvollziehen. Nummer 12 und 13. Guten Tag. Fährt dieser Bus auch zum Hauptbahnhof? Ja, klar. Der Hauptbahnhof ist sogar die Endstation. Super. Ich habe mein Fahrrad dabei. Ich brauche es später noch, um vom Bahnhof weiterzukommen. Grundsätzlich dürfen Fahrräder bei uns mitgenommen werden, aber es gibt ein paar Regeln. Welche Regeln denn? Muss ich dafür ein Extraticket kaufen? Nein, das ist nicht nötig. Die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Das ist ja praktisch. Ja, aber nur, wenn genug Platz im Bus ist. Normalerweise wird es am Nachmittag ziemlich voll, weil viele Schüler unterwegs sind. Ach so? Und wenn kein Platz ist? Dann müssen Sie leider auf den nächsten Bus warten oder später fahren. Sicherheit geht immer vor. Verstehe. Und heute? Heute haben Sie Glück. Es sind Ferien, deshalb ist es nicht so voll. Es sollte also kein Problem sein. Das passt ja gut. Und wo stelle ich mein Fahrrad am besten ab? Stellen Sie es bitte ganz hinten im Bus ab. Dort ist Platz für Fahrräder und Kinderwagen. Soll ich es festmachen? Ja, bitte. Sichern Sie es gut, damit es beim Bremsen nicht umkippt. Alles klar. Und soll ich hier vorne einsteigen? Lieber hinten, wenn es geht.
So kommen Sie leichter mit dem Fahrrad rein. Vielen Dank. Nummer 14 und 15. Hallo, lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Und? Wie läuft die Jobsuche? Ach, danke, ganz gut. Es war gar nicht so einfach in den letzten Monaten. Und? Hat sich denn inzwischen was ergeben? Ja, zum Glück. Seit ein paar Wochen habe ich endlich wieder Arbeit. Oh, das freut mich riesig. Was machst du jetzt? Ich arbeite jetzt in einem Hotel an der Rezeption. Oh, das klingt interessant. Gefällt es dir? Ja, total. Ich hatte ja vorher einen Bürojob, aber das war oft langweilig. Hier im Hotel habe ich Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Ländern. Das ist viel spannender. Und ist das nicht stressig? Klar, manchmal schon. Vor allem, wenn viele Gäste gleichzeitig kommen. Aber ich mag es, immer etwas Neues zu erleben. Wie hast du denn die Stelle gefunden? Ganz ehrlich? Allein hätte ich das nicht geschafft. Ich war ein halbes Jahr arbeitslos und wusste nicht, wo ich anfangen soll. Oh, das glaube ich. Das ist sicher nicht leicht. Nein, gar nicht. Aber zum Glück hatte ich eine super Beraterin beim Arbeitsamt. Hat sie dir nur Stellen gezeigt oder noch mehr gemacht? Sie hat mir wirklich bei allem geholfen. Beim Schreiben der Bewerbung, beim Üben für das Vorstellungsgespräch, sogar bei der Frage, ob ich lieber Vollzeit oder Teilzeit arbeiten will. Das ist ja toll. Und hat es lange gedauert, bis du die Stelle bekommen hast? Ja, ein bisschen schon. Ich hatte 2 Absagen bei anderen Hotels, aber dann hat es endlich geklappt. Da hat sich die Geduld gelohnt. Nummer 16 und 17. Guten Tag, ich habe hier diesen Abholschein für ein Paket, das ich nicht zu Hause bekommen habe. Guten Tag. Kein Problem, das passiert oft. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja, hier bitte. Ist das Paket denn schon da? Moment, ich schaue mal im System. Ja, es ist gestern eingegangen und liegt im Lager. Gut. Wissen Sie, wie lange ich Zeit habe, es abzuholen? Normalerweise bleibt ein Paket 7 Werktage hier in der Filiale. Wenn Sie es bis dahin nicht holen, geht es automatisch zurück an den Absender. Und was ist, wenn ich es gar nicht selbst abholen kann? Ich muss nämlich nächste Woche verreisen. In dem Fall darf auch jemand anderes kommen, aber nur mit einer Vollmacht und einer Kopie Ihres Ausweises. Reicht es nicht, wenn mein Bruder einfach nur meinen Abholschein mitbringt? Nein, das reicht leider nicht. Wir müssen sicher sein, dass er das Paket wirklich in Ihrem Namen holt. Verstehe. Und kann man das Paket auch nochmal zustellen lassen? Nein, eine zweite Zustellung ist bei uns leider nicht möglich. Aha. Und wenn das Paket zurückgeht, bekomme ich dann mein Geld zurück? Das hängt vom Absender ab. Manche Firmen erstatten das automatisch, andere nicht. Na gut, dann hole ich es lieber heute noch ab. Vielen Dank für die Auskunft. Sehr gern. Ich hole es gleich für Sie aus dem Lager. Einen Moment bitte. Ende von Teil 3. Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen.
Immer mehr Menschen machen sich Gedanken über gesunde Ernährung. Doch was ist wirklich gesund und was nicht? Manche Menschen essen viel Obst und Gemüse, andere verzichten auf Fleisch oder Süßigkeiten. Wir haben ein paar Hörerinnen und Hörer gefragt: Wie essen Sie? Worauf achten Sie? Beispiel: Früher habe ich mir nie viele Gedanken gemacht, was ich den ganzen Tag trinke. Bei der Arbeit habe ich oft Kaffee oder süße Limonade getrunken, weil ich dachte, das macht mich wacher. Aber am Nachmittag war ich trotzdem immer müde und hatte oft Kopfschmerzen. Ein Kollege hat mir dann erzählt, dass er seit Monaten viel mehr Wasser trinkt und sich dadurch viel fitter fühlt. Also habe ich das auch ausprobiert. Am Anfang habe ich es ständig vergessen, weil ich einfach nicht daran gedacht habe. Inzwischen habe ich aber immer eine große Flasche Wasser auf meinem Schreibtisch stehen. Seitdem fühle ich mich deutlich wacher und die Kopfschmerzen sind auch fast weg. Nummer 18. Ich habe vor 4 Jahren entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Früher war ich ein totaler Fleischfan. Würstchen, Steak, Burger, das gab es fast jeden Tag. Aber irgendwann habe ich viele Berichte gelesen, wie die Tiere gehalten werden, und das wollte ich nicht mehr unterstützen. Am Anfang war es schwierig, weil meine Familie immer noch Fleisch isst. Jetzt habe ich gelernt, viele Gerichte mit Gemüse, Linsen oder Tofu zu kochen. Es schmeckt mir und ich fühle mich auch gesünder. Nur wenn wir mit Freunden essen gehen, ist es manchmal ein Problem, weil viele Restaurants nur wenige vegetarische Gerichte anbieten. Nummer 19. Bei mir ist es so, wenn ich Stress habe, brauche ich Schokolade. Das war schon in der Schulzeit so. Wenn ich für eine Prüfung lernen musste, habe ich immer eine Tafel Schokolade neben mir gehabt. Heute ist das noch genauso, vor allem bei der Arbeit. Wenn ich merke, dass ich nervös werde, hole ich mir etwas Süßes, meistens Schokolade oder manchmal auch Gummibärchen. Mein Arzt hat mir zwar gesagt, ich soll weniger Zucker essen, aber manchmal brauche ich das einfach, um wieder ruhig zu werden. Nummer 20. Bei mir ist das immer so eine Sache mit dem Kochen. Nach der Arbeit habe ich oft keine Lust, noch frisch zu kochen, weil ich müde bin. Also kaufe ich mir häufig Pizza, Nudelgerichte oder Suppen aus der Dose. Die sind praktisch und gehen schnell, aber ich habe gemerkt, dass ich danach oft sehr durstig bin. Neulich habe ich mal auf die Packung geschaut und gesehen, dass da wahnsinnig viel Salz drin ist. Meine Freundin hat mir erzählt, dass sie seit Jahren kaum noch Fertiggerichte isst, weil sie mehr selbst kocht. Ich versuche jetzt auch öfter frisch zu kochen, aber manchmal fehlt mir einfach die Zeit. Trotzdem finde ich, man sollte aufpassen, wie viel Salz man mit diesen fertigen Sachen isst. Ende des Prüfungsteils hören. Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Videos verpasst.